Seid gegrüßt, es ist wieder Freitagabend, das bedeutet, es ist wieder Zeit, ein Lichtschwert zu präsentieren, und zwar das EvoFlex von Electrum Sabercraft. Mein Auftrag heute war es, diese alten Komponenten zu ersetzen. Wir haben hier ein Uralt-Board mit wenig Flexibilität, wir haben hier einen Blade-Connector ohne LEDs darauf. Der Speaker ist zwar groß, aber ja, über die Qualität kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe das jetzt nicht getestet, wie laut oder wie die Qualität von dem Ding ist. Wir haben hier einen fest verbauten Akku, der lässt sich nicht herausnehmen. Der lässt sich nur laden über diese Buchse hier, nehme ich mal an. Ja, und das galt es zu verbessern. Wir haben hier einen Profi eingebaut, aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Erstmal wollen wir diesen Griff genießen, denn der sieht einfach verdammt schön aus. Hier viele Elemente vom Graflex selber. Wir haben hier diese Pins. Wir haben, wobei das haben wir ausgetauscht. Das war vorher hier dieses induktive Plättchen. Induktiv ist zwar schön und gut, aber die Bedienung der Buttons gleichzeitig ist damit ein bisschen schwieriger. Auch langes Klicken, kurzes Klicken, Klicken halten und so weiter, das zu unterscheiden ist, glaube ich, also ist meine Erfahrung, war mit induktiven Tastern nicht so prickelnd. Aber ich denke, wir haben es hier auch gut und dezent untergekriegt, dass hier diese Messingtaster hier gut zur Clamping Card passen. Hier diese Bunny Ears, den Ausschnitt hier oben, all sowas in Anlehnung ans Graflex selber. Die Kontrollbox hier nicht so klobig wie beim Graflex selber. Der Griff ist wunderbar schlank, wunderbar zu halten, also Spinning und alles mögliche, sehr gut möglich. Ganz toller Griff, ganz toller Griff. Einmal sehen wir hier diese Kiemen, die sind standardmäßig dunkel. Also wir haben diese Hülse, die liegt über diesem Bauteil und darunter ist nichts zu sehen. Das ist festes Material. Da habe ich mich durchgeflext mit meinem Dremel und einer Trennscheibe, und jetzt können wir praktisch die LEDs, die auf dem Chassis verbaut sind, auch sehen. Wenn der Griff auch ganz aus ist, das sehen wir gleich, wenn hier das Lichtschwert auch die Akzent-LEDs abschaltet, sehen wir, dass das hier schwarz ist. Hier weil ich da die Platinen, die da drunter liegen, Show, don't tell, die habe ich geschwärzt. So, holen wir einmal das Chassis. Um das Chassis zu lösen, vorne an, Blade Retention Screw, Chassis Retention Screw. Die lösen wir mal schnell. Die muss noch ein bisschen gelöst werden, denn die führt auch dieses Chassis, das sehen wir gleich. Ja, so viel zu zeigen und nicht ohne Struktur hier. Wir machen mal das Licht aus, denn das... Ja, so. Vorne angefangen, wir haben hier diese kleine Nut und genau in diese Nut fügt sich das Chassis und ist deswegen perfekt positioniert. Auch da oben sehen wir die Federkontakte für den Button, die drücken, oder für die Buttons, die drücken dann hier drauf. Diese kleinen Plastikteile, die sind eigentlich weiß, genauso wie die. Sehr dünnwandig, um das Licht zu zerstreuen. Dass der ausdrückliche Wunsch war, dass man, wenn man hier auf diese Kiemen guckt, dass man da kein weißes Plastik sieht, habe ich diese nochmal mit einer Dünnschicht schwarzer Farbe angestrichen oder angesprüht. Die kann sein, dass sie sich irgendwann abnutzt hier, aber durchs Rein und Raus. Aber dann geht man einfach nochmal drüber. Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Diese Kiemen hier, die habe ich jetzt durchgeflext, sodass man die LEDs hier sehen kann. Und bei meinem ersten Chassis, und so langsam werde ich es echt satt hier, mich auf Chassis zu verlassen, die Kiemen liegen bei diesem Griff woanders. Und zwar 2,5 mm versetzt. Bei dem Griff, den ich damals hatte, lagen die Kiemen 2,5 mm, ich glaube, nach unten hin. So. Und mein Chassis lag dann zwar hier perfekt, also es passte alles, aber das hier, das lag so. Und dann wurde praktisch die oberste Rille nicht vernünftig beleuchtet. Und das fällt einem natürlich erst am Ende auf. Oder hätte mir auch früher auffallen können, hätte ich das direkt getestet. Aber ich habe mich auf meine eigene Arbeit verlassen und vor allem auf die standardisierte Arbeit der Lichtschwerthersteller, die Griffe herstellen. Ja, Pustekuchen. Was lerne ich daraus? Am Anfang das Chassis testen. Ist neulich ja beim Starkiller auch passiert. Ich habe mich darauf verlassen, dass das Chassis und der Griff vom selben Hersteller, dass das auch passt. Ja, man lernt halt nie aus, auch bei seiner eigenen Arbeit. Deswegen einfach nochmal gedruckt, das Maß angepasst, dann nochmal gedruckt und jetzt passt die Geschichte. So, auf das Chassis guckend. Wir haben hier ein
Speaker von Smuggler's Outpost. Dann haben wir hier einen Killswitch. Wir haben hier den 18650er Akku. Dann haben wir hier einen LED-Stripe, der hier angeklebt ist. Darunter dann mit 2 Kreissegmenten drüber geklebt, damit das Licht zerstreut wird. Diesen 3-poligen Button-Connector. Dann haben wir hier nochmal 2 LEDs auf der Seite und 2 Dioden. Das 3.9er Profi, was ganz wichtig ist bei so vielen Blade-Styles. Und dann haben wir hier unseren NPXL-Connector, diesmal mit LEDs. Ja, und worauf ist jetzt zu achten? Also ganz bequem. Erstmal, falsch rum. Wir können den Killswitch aktivieren, sobald wir unten den unteren Teil des Griffes abgeschraubt haben. Also wir müssen da nicht nochmal was machen. So, einmal umlegen. Wichtig ist hier, das muss voll anliegen, damit auch die Buttons hier greifen. Und dann schraube ich hier das Ganze ein bisschen fest. Teste die Funktion. Funktioniert. Wunderbar. Und hier sehen wir schon, das sieht jetzt hier ein bisschen krasser aus, weil wir hier genau auf die LEDs gucken, aber links und rechts davon werden die Kiemen halt auch wunderbar beleuchtet. Hier sowieso mit diesem Lochblech, das sieht total toll aus. Also da kann man sich mit den Effekten richtig austoben. Hier sehen wir jetzt auch nochmal ein bisschen aufs Board, auf den Akku. Gut, sieht man jetzt nicht, wenn der Griff drauf ist, also der untere Teil des Griffes. Und durch das Festziehen dieser Schraube laufen wir auch nicht Gefahr, dass der Speaker hier irgendwo unten irgendwie andockt und auf den unteren Teil des Griffes irgendwie drückt. So, das Ganze anziehen. Und dann haben wir sehr schönen, satten Ton, obwohl die Wandstärke nicht die dickste ist. Aber da kommt auch der Speaker von Smuggler's Outpost zu Trage. Der hat richtig guten Sound. Volume menu end. Random. Vader, the fleet has moved up to light speed and we're preparing to... You failed me for the last time. Captain Beard. Yes, my lord. Make the land of loose beyond their interview and deploy the fleet so that nothing gets off the system. You Ray Skywalker. So, und hier sehen wir jetzt auch schon an diesem Charakter, wir können hier mit den Farben spielen. Ray hat eine gelbe Klinge, aber die Kristalle sind halt die aus Luke und Leias Schwert, die sind blau und einmal grün. Wenn man jetzt mit diesen Farben nicht zufrieden ist, dann geht man in den Edit-Mode. Wie macht man das? Man klickt auf beide und hält sie, bis das Lichtschwert aktiviert ist. So, ich habe den Ton jetzt mal wieder ein bisschen leiser gemacht. So, und jetzt navigieren wir durch Drehen, links oder rechts. Edit Color, da wollen wir hin, bestätigen Power. Escape ist praktisch AUX-Button. Jetzt müssen wir die Blade austauschen. Das, was blinkt, wird gerade angesteuert. Wir wollen den hier jetzt ändern. Immer bestätigen. Color Options, da wollen wir hin. Base Color wollen wir ändern. Jo, die Color List. Und jetzt können wir wieder durchdrehen, alle möglichen Farben anzeigen lassen. So, wenn uns eine gefällt, dann bestätigen wir das, im Grunde speichern mit Power. Wenn uns das nicht gefällt, gehen wir einfach komplett wieder zurück mit AUX. Und das machen wir jetzt mal kurz. Jetzt sind wir wieder auf grün, er hat nicht abgespeichert. So, und wenn wir ganz raus wollen aus dem Menü, einfach Escape, 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 Escape. Bis du den Blaster hörst, dann bist du aus dem Edit-Mode raus. So, Twist Off. Also, da gibt es eine ganze Reihe von Menüpunkten in dem Edit-Mode, mit denen man
alles Mögliche einstellen kann, unter anderem halt auch die Klingenlänge. Die Kapitelübersicht kann man auch auf der Seite von FET263 sich mal ansehen und dann weiß man, wie man wohin kommt. Mein Fazit zu dem Griff: Wer auf der Suche ist nach einem Griff mit sehr gutem Ton, wahnsinnig guter Handlichkeit, Akzent-LEDs, die wahnsinnig gut aussehen können, wenn man sie zur Geltung bringt, wie zu den Kiemen, der ist hier genau richtig. Also das ist fast die eierlegende Wollmilchsau. Vom Ton her könnte es noch einen Ticken besser sein, wenn das Material unten dicker wäre. Aber das sind wirklich praktisch nur Schalen. Das ist sehr dünnes Material, was es aber nicht instabil wirken lässt, ganz und gar nicht. Also der Griff wirkt nicht billig oder sowas oder fragil, ganz und gar nicht. Sehr solide Arbeit, aber wie gesagt, um richtig satten Ton zu kriegen, brauche ich dickeres Material. Ansonsten nicht nur die Handlichkeit, was das Greifen des Schwerts angeht, sondern auch das Lösen des Chassis, das Lösen der Klinge. Es geht super flott. Theoretisch hätte man da hier auch noch so eine kleine Rändelschraube wie hier oben benutzen können. Das würde hier das Design auch nicht total vernichten. Der sieht wahnsinnig gut aus. Das Altern, das ist ja von Werk aus so, meine ich, sieht auch sehr, sehr gut aus. Ja, wirklich ein ganz toller Griff. Ein ganz toller Griff. Hier gibt es kein Klappern oder sowas. Der macht richtig Spaß. Hier auch der D-Ring, das sind so Details für mich. Der wackelt auch nicht. Der ist hier, das ist eine vernünftige Passung. Da gibt es kein Wackeln. Der ist hier ziemlich starr. Das nervt mich zum Beispiel beim Luke V2. Wenn man da nicht ein bisschen Loctite dran pappt, dann wackelt das und scheppert das. Auch beim Graflex ist das so. Das ist total nervig. Will ja keiner hören. Ja, ein wahnsinnig schöner Griff. Hat mich ein paar Nerven gekostet, eben durch meine eigene Nachlässigkeit des Chassis nochmal auf diesen Griff zu testen. Auch sehr spannend war hier die Clamping Card, die hatte noch eine Stärke, eine Dicke von 2 mm, aber das musste ich auf 0,8 runterschmirgeln. So, und ihr seht hier, das alte, das ist verdammt dünn. Versucht das mal gleichmäßig hinzukriegen, ohne dass euch das Ding bricht. Also, da musste ich sehr vorsichtig sein. Ich denke, ich habe es ganz gut hinbekommen. Hier haben wir wir haben es fast bündig hingekriegt, aber ich wollte einfach nicht mehr riskieren, sonst bricht mir das Ding noch. Aber das sieht schon sehr gut aus. Auch die Buttons da einmal durchzubohren, das muss alles schön in der Flucht liegen, dass das alles schön mittig ist. War ein bisschen aufwendig, aber das Ergebnis lohnt sich einfach am Ende des Tages. Und dieser Griff ist es einfach wert, sich dafür ins Zeug zu legen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video.